erzähle euch. Entschuldigung. Der alle und lasst mich einfach in Ruhe. Ich will heimfliegen. War schon zuckersüß. So jetzt schon. Ich erzähle heute eine Real-Life-Story. Also meine nächste Geschichte, die soll ein bisschen zeigen, dass man im Kampfsport, wahrscheinlich in jedem Sport, egal ob man bei den Profis kämpft, bei den Anfängern, ob man Amateur ist, ob man alt oder jung ist, es gibt immer so Erfolgserlebnisse. Sei es im Training, sei es auf Wettkämpfen. Und auch wenn das kleine Erfolgserlebnisse sind das für einen persönlich, ist das immer extrem viel wert. Und ich hatte einmal so ein Erfolgserlebnis beim Ringerturnier. Also eigentlich war es kein Turnier, es war die Schülermannschaftsmeisterschaft. Das bedeutet, das ist so wie die Bundesliga bei den Erwachsenen, gibt es das bei den Schülern auch, nur auf 2 Tage aufgeteilt. Also da kommen einfach alle Mannschaften aus Österreich und da kämpft zum Beispiel Wien gegen Salzburg, Wien gegen Tirol, Wien gegen Steiermark. Und man kämpft nicht für sich alleine, sondern als Mannschaft. Und je nachdem, welche Mannschaft mehr Kämpfe gewonnen hat, die kommt in die nächste Runde und so weiter. Bis eben dann am zweiten Tag ist dann das Finale und dann ist man halt österreichischer Mannschaftsmeister. So. Das ist cool auf der einen Seite, weil man halt so dieses Mannschaftsgefühl hat und jeder voll jeden anfeuert und wenn einer verliert, kann es ein anderer wieder ausbessern. Es ist nicht so cool, wenn quasi du alles gewinnst, aber voll die Pfeifen in der Mannschaft sind und die verlieren und du bist auch trotzdem letzter Platz und so. Ja. Bei uns war das so, wir haben am ersten Tag alle Kämpfe gewonnen und sind in der Runde gestanden vor dem Finale halt. Also die Mannschaft, die diesen Kampf gewinnt, kommt am nächsten Tag ins Finale und kämpft um den ersten Platz. Bei der Mannschaftsmeisterschaft ist es so, dass du in jedem Gewicht halt einen Athleten hast. Und der erste Kampf ist immer das leichteste Gewicht, der zweite Kampf ist das schwerste, dann wieder zweitleichteste und so hin und her. Ich war damals so 13, 14 Jahre alt und hatte, glaube ich, 66 Kilo oder 62, ich weiß nicht mehr, irgendwas so unter 70 auf jeden Fall. Das heißt, mein Kampf war der letzte. Bei jeder Begegnung war mein Kampf immer der letzte. Das war manchmal cool, wenn ich gesehen habe, okay, wir sind von den Punkten so weit voraus, dann kann ich mich ein bisschen spielen und habe nicht so einen Stress. In dem Fall war es nicht so. Also es war wirklich, wir waren von den Punkten her beide Mannschaften gleich auf. Vielleicht 1, 2 Punkte Unterschied. Es war auf jeden Fall klar, der letzte Kampf entscheidet. Wer den Kampf gewinnt, dessen Mannschaft ist am nächsten Tag im Finale. Und meinen Gegner kannte ich davor nicht. Normalerweise in Österreich nach ein paar Jahren kennt man halt jeden. Ich kannte ihn nicht, nur einen Tag vorher bei der Abwaage war genau der Typ richtig unsympathisch. Also der hat wirklich so versucht, uns einzuschüchtern und ja, ich mache euch fertig und Ding. Und als Kind wird man dann halt so ein bisschen wütend, aber es schüchtert schon auch ein bisschen ein, dass man sich denkt, okay, der ist wahrscheinlich voll stark und so. Und körperlich war er auch stärker als ich. Und auf jeden Fall dann ist es soweit, wir kämpfen gegeneinander. Es ist Gleichstand zwischen den Mannschaften, wir prügeln uns erste Runde. Ringen ist immer 2x3 Minuten mit 30 Sekunden Pause. 30 Sekunden ist gar keine Pause, ich weiß nicht, was 30 Sekunden sein sollen. Und wir haben beide relativ viele Punkte gemacht. Wir waren wirklich ziemlich gleich gut. Technisch waren wir sicher gleich gut. Er war körperlich ein bisschen stärker. Zweite Runde, wieder dasselbe. Ich werfe ihn, er wirft mich. Zeit ist vorbei. Und wir waren von den Punkten genau Gleichstand. Das heißt, die Mannschaften waren gleich und wir waren in dem Kampf auch noch einmal gleich. Und in den alten Regeln beim Ringen war es so bei uns, wenn es einen Gleichstand gibt es 1 Minute gibt's einfach Verlängerung. Ich glaube, es ist nicht an Zeit gebunden. Golden Point. Wer den ersten Punkt macht, der gewinnt den Kampf. Du hast nochmal 30 Sekunden Pause, wer den ersten Punkt macht. Das heißt, Mannschaften sind gleich, unser Kampf ist gleich. Wer den nächsten einen Punkt macht, dessen Mannschaft kommt ins Finale von diesem ganzen Event. Überhaupt kein Druck auf mir, alles cool. Es geht los, wir geben uns die Hand, gleich Kontakt. Wir haben schon ein bisschen noch herumprobiert, beide super müde. Ich denke mir, du kannst das nicht verlieren. Oder egal wer vorher seinen Kampf verloren hat, du wirst der sein, der schuld ist, dass wir nicht ins Finale kommen. Und wir bewegen uns, der Typ voll aggro und er zieht auf einmal einen Hüftwurf durch. Und im ersten Moment dachte ich, okay, ich fliege. Und dann habe ich es noch gespürt, seine Hüfte ist noch nicht ganz drinnen. Ich rutsche raus, habe seinen Rücken und perfekten Suplex. Ich habe ihm so einen Suplex reinballert. Ich habe im Ringen in den Turnieren nicht oft einen Suplex zusammengebracht, aber in dem Moment war es einfach so vom Gefühl her richtig schön erwischt. Und während wir in der Luft sind, habe ich schon gewusst, es ist vorbei. Bevor wir am Boden angekommen sind, habe ich ihn schon losgelassen. Ich schaue nur so den Schiedsrichter an. Der Schiedsrichter schaut mich so an, zeigt so 3 Punkte und dann Chaos. Alle feiern, alle flippen aus. Wir sind ins Finale eingezogen. Wir haben das Finale verloren am nächsten Tag. Aber in dem Moment haben wir uns so gefühlt, als ob wir die Olympiade gewonnen hätten. Also für diesen einen Tag war ich der Held. So.
Und die Schülermannschaftsmeisterschaft ist jetzt nicht so ein Riesenerfolg wie normale Staatsmeisterschaft oder Bundesliga oder schon gar nicht Europameisterschaft oder irgendwas. Aber gerade wenn man jung ist, sind solche Erfolge halt immer voll cool und man erinnert sich halt gern daran zurück. So. Ja. So the time that I fought Nick Hein in Germany, that was, I think the name of the event was Respect. And it was a good event that they were organizing. I was supposed to fight a guy from Thailand. That's what they told me. So I was preparing for a Muay Thai guy. And Nick Hein has to fight another guy. I don't know who was this guy. And for a reason, 10 days before the fight, he has canceled his opponent. So his opponent couldn't go or something. And they wanted to switch me to fight him because they didn't have any other one to jump in. Because I still have my fighter. So I think my fighter from Thailand, he didn't get a fight. So they just put him out or something like this, I don't know. And nobody wants to fight Nick Hein at that time. And I was already prepared and I have 10 days notice. And I had to switch for a striker to a grappler. And with the judo base and all that. And I said, yes, of course, you know, that's what I do. And the good feeling, there is nobody knows this. I only know. On the first exchange, when we cross each other, I feel like he was very, very strong. So you don't see it on the video, but inside I smile because I say like, finally I have a good guy to fight, a guy that I can go 100% and he's not gonna broke. He's not gonna get broken, you know, so easy. So I really enjoyed that fight a lot. It was a really good fight. He won that fight. I think, you know, they scored the takedown, so they give it to him, and it's correct because the takedown he scored. If we make that fight in Brazil with different type of approach and rule, or Argentina, you know, where you can be on the ground and be active on the ground, I think will be different score. But it was in Germany, his hometown, so he scored the win, and yeah, it was a really good fight. And yeah, after the fight, I see him in a FIVO Expo, and he's a super nice guy, and he make a really good career later. And I know he's a policeman, and he's doing a good job now fighting the crime with the young people and something like that. They told me, so it's very good that he's doing a good job after your career. You wanna bring something good for the society after you fight, you know. Good memories from that fight. I will always run any fight that I lost back, you know, so I would like to fight him back, but I will never ask to any fighter that I fought to fight him again, because it has to come, you know, like the situation. Like every time I fight and I lose a fight, I don't go to my opponent and say, hey, I want to fight again. That's it, you know. If you have the chance, I will do it. Of course, I would love to do it. But I will never go to ask for. It's like, I don't feel like people who lost on me come and say, hey, I need to fight again. I will give them a chance, of course. But I don't think it's the right way as a martial artist, you know. I think you should accept how it goes. Do your best, and yeah, it is what it is, you know. But I would love to ride that one back in ONE FC. That would be nice. If he's in shape again, to do it, but I think he's retired. So that's what I heard, but I didn't know that it was outside of the police. I thought it was inside the police. Everything that is related to stop crime, especially on that, you know, is excellent. So I'm 100% with him on that. And it's nice to see that fighters are doing something good after their careers, you know, and contributing to the society in somehow. That I love a lot, and I respect a lot, you know, that your life doesn't end on the sport. For me, I still want to fight because I still have that urge, you know, and that fire inside. I hope for a couple of more years and then do something like that, you know, something for the good of the society. Who's